How can I go on when you leave me, baby? Falling in love goes straight to your heart and your soul, losing control. Hallo. Ich will nur eins wissen, wart ihr in der Kiste? Kaum bin ich mal verreist, da spannst du mir den Typen aus. Bei mir hat noch nie eine Frau gefrühstückt, okay? Nein, behalte ihn. Du hast Test. Ob das mit uns beiden funktioniert. Wir zwei in einer Wohnung? Ja. Vielleicht sprechen wir einfach noch mal in Ruhe. Über alles. Ja, klar. Soll ich zu dir kommen? Um eins in No Limits. Was Dummes von mir. Wenn das jemals rauskommt, bin ich erledigt. Ja. Ich hab dich sowas von im Sack, Ansgar. Warum erzählst du mir das alles? Weil ich weiß, dass du Angst hast, von mir abhängig zu sein. Und jetzt, wo du all das über mich weißt, bin ich genauso abhängig von dir. Außerdem wolltest du es wissen, damit du mir vertrauen kannst. Es klingt, als ob alles nur ein Spiel gewesen ist. Das war kein Spiel. Das war mein Leben, bis ich dich getroffen habe. Und was erwartest du jetzt von mir? Ich erwarte gar nichts. Ich war einfach nur ehrlich. Ehrlich? Das hört sich fast so an, als ob du darauf auch noch stolz wärst. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich weiß, warum ich das getan habe. Und ich stehe dazu. Genau dasselbe tust du auch. Ja. Aber ich tue das nicht für mich, sondern für meine krebskranke Mutter. Du scheinst das alles aus Selbstsucht getan zu haben. Ich wollte eigentlich jetzt mit dir nicht sämtliche Todsünden einzeln durchgehen. Nein. Du wolltest mir einen Deal anbieten. Ich habe dich in der Hand und damit eine Absicherung. So eine Beziehung kannst du mit Tanja führen. Aber das ist keine Basis, auf der ich aufbauen kann. Ich dachte, hier geht's um Liebe. Eva, ich habe dir doch erklärt, warum ich dir das alles erzählt habe. Ich war noch nie zu jemandem so ehrlich wie zu dir. Ich tue das genau, weil ich dich liebe. Entschuldige. Eva. Oh, Ansgar, da warst du jetzt einmal ehrlich. Und was ist der Lohn? Damit bekommst du zwar nicht die Frau, die du liebst, aber ich den Mann, den ich will. Und deine kleine Kurtisane kann schon mal anfangen, mein Hochzeitskleid aufzubügeln. Jo, danke. Super. Hey. Hey. Und? Wie läuft's? Ja, ich sitze nur dran, aber wird schon. Gut. Alex hat nämlich den Termin verschoben. Wir wollen deine Entwürfe jetzt schon um 3 sehen. Ja. Um 3? Ist das ein Problem? Nee, Quatsch. Gut, dann bis gleich. Jo. Hallo. Hi. Kann ich jetzt schon sauber machen oder soll ich später noch mal kommen? Mach. Na, Ladies? Wann ist bei dir was los? Alexa will meine fertigen Entwürfe schon um 3 Uhr sehen. Aber ich hab nichts. Mir fällt nichts ein. Komm doch zu mir arbeiten. Bei dir, zu Hause. Bei uns. Schlüssel hast du doch. Ich dachte, das wäre mehr was für einen Notfall. Können ja mal eine Ausnahme machen. Ich breite mich aber ganz schön aus, wenn ich arbeite. Okay. Ist schon ganz schön cool, einen Freund in einer eigenen Wohnung zu haben. Unsere Wohnung. Unsere. Guck mal, ich habe voll das lustige Foto von Andi gefunden. Alles okay?
Nein? Alles Kacke. Kannst du mal kurz... Ja, klar. Hallo? Dann hast du Ricardo getroffen? Ja, und Dana auch. Lass mich raten, du hast schon Bescheid gewusst? Sagen wir mal so, ich hatte so eine Vermutung. Und bevor du jetzt gleich wieder ausrastest, versuch das Ganze doch einfach mal von einer anderen Warte zu betrachten. Was denn für eine andere Warte? Es ist genau so, wie ich es befürchtet habe. Sie ist stinksauer. Sie wird sich schon beruhigen. Und was, wenn nicht? Jessie kann uns keinen Vorwurf machen, dass wir uns ineinander verliebt haben. Und im Grunde ihres Herzens weiß sie das auch. Und deswegen wird sie es früher oder später schon akzeptieren. Im Moment befürchte ich eher später als früher. Versuch doch einfach mal, dich in Dana hineinzuversetzen. Ja, dann wäre ich jetzt mit Ricky zusammen. Ach, Jessie, dir geht's doch gar nicht um Ricky. Du bist einfach nur scharf auf ihn. Da bin ich ja jetzt nicht mehr die Einzige. Ich bin mir sicher, für Dana ist das mehr als nur Sex. Wie mehr als Sex. Jetzt überleg doch einfach mal, was sie in letzter Zeit alles durchmachen musste. Erst die Sache mit Hagen. Dann stirbt ihre Mutter. Findest du nicht, sie hat ein bisschen Glück und Trost verdient? Auch wenn sie das jetzt ausgerechnet bei Ricardo findet? Trotzdem, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte sie betrogen. Ja, aber das hast du nicht. Ihr seid zwar verheiratet, aber ihr seid kein Liebespaar. Das nicht, aber sie hat recht. Ich habe ihr die ganze Zeit damit in den Ohren gelegen, dass sie unsere Familienkonstellation gefährdet, weil sie mit dir eine Affäre hat. Und hat es das? Nein, das hat es nicht. Und das wird es auch in Zukunft nicht. Wichtig ist, dass ihr fürs Jugendamt weiterhin ein Paar bleibt, damit deine Adoption von Max nicht gefährdet wird. Was ist, wenn sie so enttäuscht von mir ist, dass sie genau das nicht mehr will? Komm mal her. Bereust du letzte Nacht? Bereust du es, neben mir aufgewacht zu sein? Du musst los zur Arbeit. Willst du mich loswerden? Du hast recht. Hm? Alles wird gut. Also du meinst, es ist nur so eine Trostnummer? Ja, so habe ich das jetzt nicht gesagt. Ja, klar. Ich meine, Danas Mama ist gestorben. Ich war nicht da. Aber Ricky war da und hat sie getröstet. Jessie, das verstehst du völlig falsch. Olli, so muss es gewesen sein. Ricky war einfach nur da und hat sich um sie gekümmert, als ich nicht da war. Ja! Mama! Hey. So wie es aussieht, ist dein Typ verlangt. Emma, ich habe gleich eine Pause. Sollen wir dann ein bisschen zusammenspielen? Ja. Ich würde nämlich gern was mit dem Papa besprechen. Ja. Okay. Und was wird dann aus Emma? Marlene! Sag mal, spinnst du? Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe was mit Sebastian zu besprechen. Kümmerst du dich um Emma? Hey, Emma. Hättest du Lust, dass wir 2 ein Eis essen gehen? Ja? Und die Mama lädt uns ein. Eine Kugel. Tschüss. So, worum geht's? Ich habe da was, das unsere Zukunft total verändern kann.
Schönen guten Tag. Mein Name ist Dr. Mendes. Wie... Jessie. Fehlt dir irgendwas? Ja, die richtige Behandlung, Dr. Mendes. Ich glaube, es ist... Bevor du redest, hörst du mir jetzt erstmal zu. Ja. Also, ich habe nachgedacht in Riga über uns. Ja. Und da ist mir klar geworden, dass du ein richtig guter Typ bist. Und nicht nur im Bett. Danke, aber... Und ich finde es sehr nett von dir, dass du dich um Dana gekümmert hast, als ich nicht da war. Ich denke, es ist langsam an der Zeit, dass du ihr sagst, was Sache ist. Sie deutet das gerade ganz falsch. Und wir wollen ja nicht, dass sie sich ausgenutzt fühlt, hm? Bitte was? Naja, du hast mich schon richtig verstanden. Glaubst du, ich weiß nicht, was hier abgeht? Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung, wovon du gerade redest. Davon, dass Dana gerade eine wirklich schwere Phase durchmacht. Und ich finde es so lieb von dir, dass du sie auf deine Art und Weise trösten und ablenken wolltest. Aber jetzt, wo ich wieder da bin, hör damit auf, damit du dir keine falschen Hoffnungen machst. Du meinst, ich habe mit Dana geschlafen, um sie über den Tod ihrer Mutter hinweg zu trösten? Ja, jeder wie er kann, ne? Jessie, das ist bizarr. Hm? Ach. Die Sache ist... Dana und ich haben uns ineinander verliebt. Und das schon vor dem Unfall ihrer Mutter. Wir haben beide versucht, uns gegen unsere Gefühle zu wehren, um dich nicht zu verletzen und um die Adoption von Max nicht zu gefährden. Aber ich denke, wir haben uns während der Tanzstunden ineinander verliebt und das erste Mal geküsst haben wir uns auf eurer Hochzeit. Show me how you do that trick. The one that makes me scream, he said. The one that makes me laugh, he said. And threw his arms around my neck. Show me how you do it. And I promise that I'll run away with you. Schon erstaunlich. Du scheinst es ganz gut mit ihr hinzukriegen. Hä? Na, Martha. Nicht schlecht, wenn man jemanden zu reden hat, oder? Ja, also von wegen alten Zeiten. Ich kann mich erinnern, mir hat's damals ganz gut getan. Sascha, das ist schön. Du bist aber nicht ich. Jedenfalls freut es mich, dass es ganz gut zu klappen scheint. Danke. Warum muss ich darüber eigentlich mit einer kroatischen Putzfrau reden? Weil es dir mit einem Serben zu peinlich wäre? Strangest angels dancing in the deepest ocean, existing in the water. You're just like a dream. Also, was ist so wichtig, dass es unsere Zukunft verändern würde? Das hier. Was ist da drauf? Hörst dir an? Es ist nicht ganz unrichtig, was in der Firma getratscht wird. Ich sitze tatsächlich nur auf dem Geschäftsführerposten, weil ich die anderen Familienmitglieder gegeneinander ausgespielt habe, einen nach dem anderen. Nicht immer mit ganz legalen Mitteln. Und es ist auch wahr, dass ich Firmengelder auf geheime Konten transferiert und dort gewaschen habe. Rein juristisch könnte man sagen, dass ich das Geld veruntreut habe. Wenn das jemals rauskommt, bin ich erledigt. Ist das echt? Absolut echt. Wie hast du das aus ihm rausgekriegt? Das spielt doch gar keine Rolle. Das
sie ist Gold wert. Das ist Ansgars Geständnis, alles, was wir immer hören wollen. Eva, ich habe dir doch erklärt, warum ich dir das alles erzählt habe. Ich war noch nie zu jemandem so ehrlich wie zu dir. Das habe ich getan, weil ich dich liebe. Und? Juristisch ist das nicht zu verwerten. Sebastian, mit diesen Aufnahmen braucht es keinen Prozess, um Ansgar für immer loszuwerden, wenn das hier an die Öffentlichkeit gerät. Ist Ansgar für alle Zeiten geliefert? Das ist das, was wir immer wollten. Wir können ihn stürzen, wir beide zusammen. Martha? Ja. Was ist denn das hier so ordentlich? Ja, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Ah, und wie läuft's? Super. Das war echt eine tolle Idee, dass ich hier arbeiten kann. Ja, für dich. Schön. Da hätte ich mal drauf kommen sollen. Dafür hast du jetzt ja mich. Ich kann nicht. Ich habe nur eine Viertelstunde. Danke. Wir sehen uns aber später, ja? Was ist das denn? Tschüss. Ein Drache. Wünsch mir Glück, ja? Ciao. Tschüss. Ja, es stimmt. Ich habe Ricardo vor der Hochzeitsfeier auf dem Dach geküsst. Das ist echt das allerletzte. Jessica, ich finde das alles ja auch total verwirrend. Und ja, ich habe gewusst, dass Ricardo und du das in der Affäre habt. Gegen die du ja schon die ganze Zeit was hattest. Und ich kapiere auch langsam, warum. Was? Weil du schon die ganze Zeit scharf auf Ricky warst. Nein, das stimmt nicht. Ja. Deswegen hast du dir auch ausgerechnet Ricardo für den Tanzkurs ausgesucht. Von wegen Hochzeitstanz üben. Knickknack. Jessica, das ist nicht wahr. Und dann musstest du nur noch dafür sorgen, dass Ricky mit mir Schluss macht, warten, bis ich verreise und schwupps, konntest du ihn dir komplett schnappen. Nein, Jessica, so war das nicht. Und jetzt hör mir mal zu und lass mich das Ganze erklären. Anna, ich habe gedacht, wir sind sowas wie Freundinnen. Sogar sowas Ähnliches wie eine Familie. Das sind wir auch. Ja, solange du kriegst, was du willst. Das heißt, wenn du mal Maxi adoptiert hast, bin ich doch vollkommen egal. Jessica, nein. Nein, nichts, Jessica. Es ist vorbei. Ich mach Schluss. Nein. Ich lass mich scheiden. Das hier sind die Knöpfe. Sie können rein funktional oder auch dekorativ appliziert werden. Ich habe versucht, Funktionalität und Ästhetik zu verbinden. Versucht, ja, ganz toll. Was noch? Ja, diese Reihe hier nenne ich Bindungen. Das sieht ja aus wie Kordeln. Ja, das sind auch Kordeln. Genauso wie bei den Knöpfen, funktional oder dekorativ. Bunte Bändchen. Ja. Also, ich finde die Kordeln gut. Ich könnte mir das auch gut als Schulterbesatz vorstellen. Das wirkt vielleicht so ein bisschen historisch. Oh, schnarrig. Bitte? Ja, Knöpfe, Kordeln, das ist doch langweilig. Ich will irgendwas, was mit dem Pelz bricht, was Kantiges, Krasses, trotzdem verspielt ist. Hast du nicht noch was anderes? Ja, das ist noch nicht ganz fertig. Ja, bla, bla. Zeigen Sie mal her.
Martha. Das finde ich jetzt nicht witzig. Die ganze Zeit zeigen Sie mir diesen Kram da und jetzt kommen Sie damit? Ich habe gesagt, es ist noch nicht ganz ausgereift. Ach, das ist mir doch egal. Ich will das haben. Das ist irgendwie kitschig und süß und es erinnert mich an Zeiten, wo die Welt noch in Ordnung ist. Wo man dachte, dass die Träume noch wahr wären. irgendwie so. Das Teil auf blauem Pelz, das finde ich scharf. Das machen wir so. Ich muss los. Okay. Jessica, bitte, lass uns eine Lösung finden, wie zwei erwachsene Menschen. Lass uns bitte jetzt vernünftig miteinander reden, okay? Ich habe genau gewusst, dass du so reagieren würdest. Genau davor hatte ich Schiss. Und deshalb habe ich auch zuerst nicht wahrhaben wollen, dass ich mich in Ricardo verliebt habe. Und für eine Weile habe ich gedacht, ich krieg das hin. Ich schaffe das schon irgendwie, das zu unterdrücken. Aber dann ist meine Mama gestorben. Und das hat so wehgetan. Ich habe gedacht, ich halte es nicht aus. Es ist unmöglich. Ich habe mich plötzlich so einsam gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Aber dann war da Ricardo. Ich war einfach nur froh, dass da jemand ist, an dem ich mich festhalten kann. Bis dahin ist noch nichts gelaufen, falls du das denkst. Ich habe auch gedacht, es kann niemals funktionieren in unserer Konstellation. Ich habe meinen Mann verloren. Ich habe meine Mama verloren. Und ich konnte den Gedanken einfach nicht ertragen, dass ich dich und Maxi auch noch verliere. Aber dann habe ich einen Brief gefunden von meiner Mutter. Der war eigentlich für Tommy, aber da stand drin, dass man seine Chance nutzen muss. Weil das Leben hier so schnell vorbei sein kann. Und da habe ich einfach nur gewusst, dass ich jetzt aufhören muss, mich zu belügen. Und dass ich das tun muss, was mir gut tut. Und Ricardo tut mir gut. Ich weiß noch nicht, wo das hinführen soll. Das ist aber auch im Moment nicht das Thema. Ich will einfach nur den Moment genießen dürfen. Ich will einfach mal glücklich sein. Weißt du, was das bedeutet? Wir sind endlich da, wo wir immer sein wollten. Sind wir das? Ja, natürlich. Denk doch mal an die Möglichkeiten, die wir haben, wenn Ansgar weg ist. Uns würde alles gehören, die Firma, das Schloss. Sebastian, wir hätten endlich die Zukunft, die wir uns immer erträumt haben. Tanja, seitdem ist viel passiert. Das stimmt. Aber wir beide, das ist immer noch dasselbe. Das, was ich dir in der letzten Nacht gesagt habe, das habe ich wirklich ernst gemeint. Ich würde wirklich alles tun, wenn ich noch mal von vorne anfangen könnte. Und das könnten wir jetzt. Okay. Reden wir darüber. Eva, warte. Herrgott, wie lange soll ich dir denn noch nachlaufen? Gar nicht mehr. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ja, aber das kann ich Und nicht. komm mir jetzt nicht wieder mit Liebe. Das ist eine Erfindung aus dem Märchen, Ansgar. Zwei Menschen, die sich schwören, für immer füreinander da zu sein, das ist Quatsch. Meine Mutter hat es auch mal geglaubt und dann war mein Vater tot. Wir standen vor dem Nichts, verstehst du das? Ich habe mich tagsüber um meine Mutter gekümmert und nachts bin ich putzen gegangen, um es irgendwie durchzubringen. Aber Eva, ich will... Ich hab's ja auch geschafft.
Meine Mutter lebt, ich habe einen Job, verdiene gutes Geld und kann für sie sorgen. Ja, und was ist das für ein Job? Das ist doch egal. Ich bin selbstständig. Nur das zählt. Und wenn mir irgendwann mal was passiert, dann habe ich was angespart. Ich werde niemals mit nichts dastehen. Niemals. Aber das wirst du doch ohnehin nicht, wenn du mich heiratest. Und was wird dann aus mir? Wer bin ich dann? Du bist die Frau, die ich liebe, verdammt nochmal. Die Frau, die das Beste in mir zum Vorschein bringt. Seiten, von denen ich nicht mal wusste, dass ich sie habe. Und genau das macht mir Angst. Verstehst du das nicht? Ja, Nein, ich versteh's nicht. Du bist doch jahrelang durch die Hölle gegangen. Ausgerechnet du willst mir sagen, dass du Angst hast? Herrgott, du hast doch wirklich schon Schlimmeres überstanden als einen wie mich. Mal ganz abgesehen davon, du kannst nicht den Rest deines Lebens vor dieser Angst weglaufen. Willst du ewig allein bleiben? Das ist kein Spaß, Eva. Ich hab's jahrelang durchgezogen. Was ist dann passiert? Du bist passiert. Seitdem ist alles anders. Eva, ich will dir nicht deine Selbstständigkeit nehmen. Arbeite, verdien dein eigenes Geld, unterstütz deine Mutter, mach, was du willst, aber sei bei mir. Liebe mich. Hey, ich wusste gar nicht, dass du noch mal vorbeikommst. Was ist? Alles klar? Hast du meinen Koffer aufgemacht? Was? Den alten Koffer. Hast du den aufgemacht? Er ist mir runtergefallen. Warum? Ich habe eine Blumenvase gesucht, viel Blumen. Und dann habe ich hochgegriffen und dann ist er mir runtergefallen. Ich habe aber sofort alles wieder eingeräumt. Du kannst nicht einfach so an meine Sachen gehen. Hab ich doch gar nicht. Wie gesagt, ich habe alles sofort wieder eingeräumt. Ist dir sowas noch nie passiert? Oh, mein Gott, Jure, ich habe echt das Gefühl, ich bin bei dir wie auf einem Minenfeld. Einen Schritt so weit und du gehst in die Luft. Aber ich gebe mir wirklich sehr viel Mühe, dir nicht zu nahe zu kommen und dir genug Raum zu geben. Und In diesem Koffer, da ist Jugoslawien. Da gucke ich selber nicht mal rein. Sorry. Ich will nicht stören, aber hier ist der Entwurf, den ich für Alexa einscannen sollte. danke. Du verwendest das? Alex hat der Entwurf gefallen. Es ist sofort wieder eingeräumt. Ich habe das Foto nur einen Augenblick angeschaut. Hat es dich inspiriert? Es war ein Detail, ja. Und es hat mich inspiriert, ja. Aber mein Gott, woher soll ich denn wissen, was dich verletzt, wenn du mir nichts erzählst? Du guckst dir meine Sachen an, hinter meinem Rücken. Und ich soll dir was erzählen. Ja. Hi. Ich dachte, mir hat vielleicht Durst. Ja, es ist seine Zeit. Ich nehme ihn. Jessie, Na, hast du einen Durst? Hm? Kommst du was? Ich würde Ricardo sagen, dass es vorbei ist. Ich dachte mir, ich könnte vielleicht glücklich werden. Wenn ich den Kleinen sehe, dann merke ich, dass ich ja bereits glücklich bin. Und kein Mann kann das ersetzen. Und kein Mann ist es wert, das aufs Spiel zu setzen. Dana, warte. Willst du wirklich mit Ricardo Schluss machen? Wenn das bedeutet, dass wir nicht mehr miteinander reden und ich Maxi vielleicht verliere, dann... Ja.
meisten ärgere ich mich echt über mich selbst. Wieso denn? Ich weiß doch, was passiert. Ich weiß doch, wie Juri bei dem Thema Vergangenheit reagiert und dass er nicht darüber reden kann. Kaffee? Gerne. Ist es denn okay, wenn du mit mir drüber redest? Wahrscheinlich nicht. Obwohl, erzähl ich Geheimnisse oder was? Obwohl, das sieht Juri wahrscheinlich auch ganz anders. Das klingt ziemlich kompliziert. Das ist auch. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was falsch daran sein soll, wenn du dir ein Bild anguckst, das dir zufällig in die Hände fällt. Ich hätte mich wahrscheinlich einfach nicht inspirieren lassen dürfen. Und das Ganze nicht für einen Entwurf nutzen. Naja, Inspiration heißt ja nicht, dass man etwas absichtlich verwendet. Ich meine, meine Güte, du kannst es ja überall herhaben. Das war so ein mini kleines Detail in dem Foto. Das Ding ist, danke. Warum mir das Foto aufgefallen ist, weil auf dem Foto ist Juri noch ein Kind. Er ist so fröhlich und unbeschwert. So ganz anders als heute. So ganz anders als der Mann, der dieses Foto einfach in eine Kiste gelegt hat und es noch nicht mal mehr angucken kann. Ich glaube ja, dass wir die Menschen, die wir lieben, manchmal besser kennen als sie sich selbst. Ja. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir sie lieben. Drag your shadow down the street. Is it you I was to meet? With your saints there on a chain, waiting on another rain. And I'm going down where the waves will surround to the roar and the pound of the wild, wild sea talking sweet to me. Du siehst so aus, als hättest du eine Entscheidung getroffen. Soll ich mich setzen? Ja, sicher. Okay. Verstehe, das war's dann wohl. Es tut mir leid. Maxi ist nun mal der wichtigste Mensch in meinem Leben. Hat sie gedroht, ihn dir wegzunehmen? Nein, das nicht. Aber es reicht schon, dass Jessie und ich uns zerstreiten. Da können wir doch nicht zusammen für Maxi sorgen. Ich würde das wirklich so gerne hinbekommen. Mit dir zusammen sein. Und mit den beiden zusammen leben. Aber es geht nicht. Ich verstehe das alles, aber es ist nicht fair. Du solltest dich nicht entscheiden müssen. Es geht nun mal nicht anders. Doch, geht es. Ricardo hat recht, es ist nicht fair. Dana, du bist meine beste Freundin und Maxis zweite Mama und ich will das
nicht verlieren. Das wirst du auch nicht. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass du alles dafür tun würdest. Deshalb, wenn ihr denkt, dass ihr das unbedingt ausprobieren müsst mit euch beiden, dann okay. Heißt das, du gibst uns deinen Segen? Was auch immer. Aber ich gehe davon aus, dass ihr euch zurückhaltet, wenn ich zu Hause bin. Jess, ich liebe dich. Hey. Es tut mir leid, dass du das Gefühl hast, dass ich dein Vertrauen missbraucht habe. Das wollte ich nicht. Das Bild, das war Zufall. Das Bild ist mir einfach so in die Hände gefallen. Ich werde Alexa morgen sagen, dass ich den Entwurf nicht verwenden kann. Hier war ich 6 Jahre alt, glaube ich. Das da hinten ist unser Haus, da haben wir gewohnt hier. Singen wir uns in der Küche. Meine Mutter hat das ja gemacht. Ich hab nichts dagegen, wenn du meinen Sachen guckst. Das ist kein Zufall, dass wir uns getroffen haben. Ich hab großes Glück, dass du da so hinterher warst. Vielleicht hast du ja einen Schlüssel. Wofür? Ich hab vergessen, wer das ist. Vielleicht kannst du mir helfen, da wieder hinzukommen, weißt du? Gerne. Vielleicht hängen wir es auf. In der Küche? Ansgar, die Leute können uns sehen. Mir doch egal. Ich bin Chef hier, schon vergessen? Und abgesehen davon, ziemlich geiler Typ. Ist das so? Hat allerdings ziemlich lange gedauert, bis du es gemerkt hast. Hast du ja auch ziemlich gut versteckt. Wie fühlst du dich? Ganz ehrlich? Wie im Märchen. Ah. Und ich dachte, Märchen gibt's gar nicht. Ich auch. Bis jetzt. Ich weiß, dass ich dir viel zugemutet habe die letzten Wochen. Aber an meinen Gefühlen für dich hat sich doch nichts geändert. In Ordnung. Gut. Dann lass es uns noch mal miteinander versuchen. Ich habe allerdings 2 Bedingungen. Ich werde dich vorerst nicht heiraten. Auch wenn ich weiß, dass du dir das als Absicherung wünschst. Und dann suchst du bitte eine neue Wohnung. Was? Warum? Ja, lass uns doch ein wenig Raum zwischen uns bringen. Nur so können wir doch sehen, ob wir wirklich miteinander klarkommen. Ich habe das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Bekloppt, oder? Überhaupt nicht. Ich finde, wir sollten diesen Neustart mit so wenig Altlasten wie möglich beginnen.
Und gibst du mir jetzt bitte den Stick? Nein. Wieso? Damit ich ihn wie besprochen verwenden kann, um Ansgar seinen Rücktritt nahezulegen. Nein. Dieser Stick hier ist alles, was ich habe. Ich habe kein Geld mehr. Ich weiß nicht, ob ich LCL behalten werde. Ich habe kein Wohnrecht auf dem Schloss und du willst mich nicht heiraten? Ich muss meine Existenz absichern. Ich dachte, ich bin diese Absicherung für dich. Indem du mich aus dem Schloss wirfst und mich nicht heiratest? Indem ich dir sage, dass ich dich liebe. Du weißt, dass du mir viel bedeutest, Sebastian, aber wenn ich diesen Stick aus der Hand gebe, dann habe ich nichts mehr. Du hättest mich? surrounds me now. And all Das reicht ja nicht. is your hand. Weißt du, wie es im Märchen heißt? Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Genau wie wir. Na gut, Ansgar. Dann mache ich dich im allein fertig. Goes straight to your heart, and I can't stand the pain when I call out your name. Forbidden love goes straight to your heart and your soul, losing control. Forbidden love goes straight to your heart.